Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten, danke, dass ihr wieder dabei seid. Juri aus Irkutsk grüßt euch ganz herzlich. In diesem neuen Video lade ich euch wieder ein, mit mir einen Spaziergang am zentralen Markt in Irkutsk zu machen. Und danach gehen wir durch die Fußgängerzone Uritsky-Straße. Etwa vor einigen Wochen habe ich so ein Video schon veröffentlicht und ich habe den Eindruck, das Video hat euch gut gefallen, deswegen beschloss ich, noch ein Video am zentralen Markt zu machen. Ich habe meine kleine Kamera an der Hütte angesteckt, damit die Menschen nicht sehen, dass ich sie filme, aber einige haben doch meine Kamera gemerkt, aber macht nichts. Sie dachten vermutlich, ich wäre ein Tourist. In Irkutsk sind momentan sehr viele Touristen unterwegs. Überwiegend sind das die Russen aus anderen Regionen des Landes. Anfang von Juni bis Mitte des Monats hatten wir kältere Temperaturen, aber jetzt erleben wir endlich eine Hitzewelle. Der Sommer in Sibirien ist kurz und man will einen richtigen Sommer erleben, deswegen sage ich endlich. Die Stadteinwohner, die nicht zur Arbeit müssen, verbringen die Zeit jetzt am Ufer des Flusses Angara oder fahren zum Baikalsee, wo es angenehm kühl und frisch ist. Vom Wasser zieht es wirklich angenehm kühl. In diesem Video seht ihr die Handelsreihen am Zentralmarkt, wo Obst und Gemüse verkauft werden. Diesen Handel betreiben die Gastarbeiter aus Zentralasien, Tadschikistan, Usbekistan, Kirgisistan. Viele von ihnen kommen nur im Sommer nach Russland, verkaufen das Gemüse und Obst und dann kehren in die Heimat zurück. Nur ein kleiner Teil von ihnen bleibt in Irkutsk dauerhaft zu leben. Ich kaufe dort eigentlich nichts außer einem Kraut. Es heißt Sagandala, wächst nur am Baikalsee. Ich gebe nur ein kleines Stück in den schwarzen Tee bei und dann schmeckt der Schwarztee viel besser und wirkt wie eine Tasse Kaffee. Das ist so ein natürlicher Kaffeeersatz, so würde ich mal sagen. In Irkutsk wohne ich im Bezirk Solnitschny. Ich habe schon lange davon geträumt, in diesem Bezirk zu wohnen, als ich noch Student war, und nach 20 Jahren kam mein Traum endlich in Erfüllung. Ich wohne hier zur Miete. Der Vorteil dieses Viertels ist, es ist vom Wasser umgeben. Also bei der Hitze kann ich jederzeit zum Ufer gehen, nur 5 Minuten zu Fuß, kann mich sonnen oder einfach so am Ufer die Zeit verbringen. Also das macht Spaß, in diesem Bezirk zu wohnen. In meinen früheren Videos habe ich schon mehrmals diesen Bezirk gezeigt und in der Nähe steht auch der Eisbrecher Angara, der als Museum dient. Das ist auch ein Magnet für die Touristen und ist besuchenswert. An diesen heißen Tagen wollte ich zum Dorf Listwanka am Baikalsee fahren, aber vor kurzem habe ich in den sozialen Netzwerken gelesen, die Busse pendeln bis dahin nicht mehr. Das hat mit der Benzinkrise zu tun. Nur die Tankstellen von Rosneft und Gazprom haben jetzt Benzin, aber bei diesen Tankstellen gibt es die Schlangen bis zu 2 Kilometern. Unglaublich. Die Menschen warten bis 8 und 9 Stunden sogar. Unglaublich. So schlimm ist es momentan in Irkutsk. Es gibt noch kleinere Tankstellen, unabhängige, aber sie bekommen kein Benzin von den Großlieferanten und die einzigen Großlieferanten sind Rosneft und Gazprom. Und es sieht so aus, als wollen sie die kleinen Tankstellen nicht mehr beliefern. Aber der Gouverneur der Region Irkutsk, Igor Kobzew, hat versichert, man arbeitet jetzt an einer Lösung und in 2 Wochen muss das Problem gelöst sein. Aber die Menschen sind skeptisch und vertrauen den Politikern nicht mehr. Also die Tendenz ist sehr beunruhigend. Es gibt sogar Gerüchte, diese Benzinkrise kann später, etwa im Herbst, zu einem Lebensmittelmangel führen. Also der Hunger ist nicht ausgeschlossen. Der Hunger, das ist so eine grobe Bezeichnung. Ich würde sagen, ein Mangel an Lebensmitteln, der zu hohen Preisen führen kann. In der Stadt Irkutsk bewege ich mich entweder zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Oberleitungsbus oder mit der Straßenbahn. Ich zeige das oft in meinen Videos.
Und bis heute hat eine Fahrt 37 Rubel gekostet, aber seit dem 1. Juli dieses Jahres kostet jetzt eine Fahrt 45 Rubel. Man zahlt bei uns pauschal für eine Fahrt, egal wie lange man fährt. Es gibt keine Aufteilung in Zonen. Ja, ich spüre jetzt so eine angespannte Atmosphäre in der Stadt. Man weiß einfach nicht, wie es weitergeht. Aber auf den Straßen ist es ein bisschen ruhiger geworden. Ja, die Autos fahren immer noch auf den Straßen, ja, versteht sich. Aber ich sehe auch sehr viele geparkte Autos. Ja, ich habe den Eindruck, einige Menschen, die das Auto nie so dringend brauchen, lassen es einfach stehen. Das ist doch vernünftig, so ist meine Meinung. Nur wenn man das Auto dringend zur Arbeit braucht, ja, dann muss man es fahren und dann muss man das Benzin irgendwo kaufen. Also ich würde jetzt abraten, nach Russland mit einem Motorrad oder mit einem Wohnmobil zu reisen. Eine Zugreise ist vermutlich die sicherste Option, von Moskau nach Irkutsk zu kommen. Das wäre mein Tipp für euch. Ich habe schon einige Touristen aus Deutschland in Irkutsk getroffen. Das waren alle nette Menschen, Russlandfreunde. Und ja, wir haben interessante Gespräche geführt und die Meinungen ausgetauscht. Ja, ich verstehe, Deutschland ist auch kein Paradies mehr. Bei euch in Deutschland gibt es auch Probleme. Die gibt es jetzt überall auf der Welt. Vermutlich gibt es momentan kein sicheres Land mehr. Der Vorteil von Russland ist die große Fläche. Man kann sich irgendwo in einem Dorf niederlassen. Die Hauptsache, man muss die Gleichgesinnten haben. Man könnte so eine Gemeinde gründen. Etwa 10 Personen, 5 Paare würde ich mal sagen. Das wäre optimal. 5 Paare, die zusammenkommen, zusammenschließen und dann gründen eine Gemeinde in einem sibirischen Dorf. Das wäre optimal. Das wäre so eine Option, eine Lösung, um hier in Sibirien zu überleben. Das sind nur mein Gedankenspiel. Ein optimales Auto für Sibirien wäre momentan ein Hybridauto, zum Beispiel Toyota Prius oder Suzuki Vitara Hybrid. Diese Hybridautos verbrauchen nicht so viel Benzin. Aber bei uns in Irkutsk sind auch Elektroautos sehr gefragt. 1 Kilowatt Strom kostet in Irkutsk 0,02 Eurocent. Ich habe mir das Auto Smart Fortwo elektrische Version angeschaut und mit Hilfe von ChatGPT habe ich ausgerechnet, wenn ich so ein Auto hätte, dann würde ich im Monat nur 10 Euro ausgeben. Das heißt 1000 Rubel im Monat für die Ladung. Ja, Elektroautos haben eine kurze Reichweite, aber 100 Kilometer am Tag, das reicht. Das ist ja ein Auto für die Stadt und passt für die lange Reisen überhaupt nicht. So ein Auto hätte ich vermutlich momentan gerne. So Baujahr 2022 oder 2023. Aber die Preise sind natürlich nicht billig. Das ist kein billiges Auto. Ehrlich gesagt, ich bin kein Fan von Elektroautos. Das ist eine Sackgasse-Technologie. In der jetzigen Situation, wo wenig Benzin auf dem Markt verfügbar ist, dann wäre das vermutlich eine Option, eine Lösung als Zweitautos, aber ich besitze gar keins. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was würde so ein Elektrosmart bei euch in der Gegend als Gebrauchtwagen kosten. Danke im Voraus. Also liebe Freunde, habt ihr weitere Fragen zum Thema Leben in Sibirien? Dann könnt ihr eure Fragen gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte sie ganz gerne. Also ich wünsche euch alles Gute im Alltag und wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.